Ich glaube, wir löschen das einfach mal. Die Dinge sind kaputt gegangen. Was ist denn jetzt? Oh mein Gott. Da möchte ich eigentlich nicht reinschauen. Was ist das? Wir versuchen heute mal etwas Neues. Und zwar reviewe ich heute eines meiner Projekte, die ich vor 10 Jahren mal geschrieben habe, und schauen uns mal an, was ich damals so für Käse verzapft habe. Die App trägt den besonders einfallsreichen Namen Do Your Stuff. Ich habe schon ewig lang nichts mehr hier getan. Dementsprechend verrottet ist dieser Source Code auch. Wir sprechen hier jetzt von einem Projekt, das 8 bis zu 10 Jahre rumgelegen hat. Damals war ich noch ein Anfänger. Wenig bis null Ahnung, was ich da eigentlich tue. Nicht vergleichbar mit dem, wie ich heute arbeite. Schauen wir uns das Ganze doch mal an, was ich damals aus Sicht eines blutigen Anfängers so alles verbockt habe und was ich hier heute komplett anders machen würde und wie man es auch anders machen sollte. Passt gut auf, macht euch Notizen, lacht mit mir zusammen über meinen Source Code, den ich damals verzapft habe. Ich habe ihn mir null angesehen seit Jahren. Ich habe keine Ahnung, was sich dahinter verbirgt. Starten wir doch mal rein. Android Studio habe ich hier schon offen. Ich versuche jetzt ein über 8 Jahre abgehangenes Android-Projekt mit Android Studio zu öffnen. Es kann nur schief gehen. Versuchen wir es einfach mal. Ich gehe davon aus, dass erstmal alles komplett rot sein wird in meiner IDE und dass überhaupt nichts baut. Okay? Die erste nette Fehlermeldung. Gradle 3.3 is not supported. Ja, sollte es auch nicht. Ist super alt. We recommend upgrading to Gradle Version 8.9. Ich bin gespannt, was passiert, wenn ich hier drauf drücke. Ich habe nicht viel Hoffnung, aber wir schauen uns mal an, was er tut. Could not find common Android tools build Gradle. Ja, das ist ja auch... Ja, gibt's nicht. Gibt es offensichtlich nicht. Danke dafür. Was schlägst du uns denn hier vor? Add Google Maven Repository in Sync Project. Wir versuchen es einfach mal, ne? Wir sind optimistisch. Okay, das da gibt's nicht. Aber vielleicht brauchen wir diesen Kram nicht mehr, ne? Das ist halt hier alles alter Käse. Wir schmeißen das hier mal raus. Das da schmeißen wir auch einfach mal raus. Wenn wir schauen mal, dann brauchen wir diesen ganzen Block hier eigentlich nicht mehr. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Plugin with ID.com Android Application not found. Ja sicher, gibt's alles nicht mehr. Also das mit dem Gradle ist nicht so meine Stärke. Gebe ich offen und ehrlich zu, vor allem bei so einem super alten Projekt. Keine Ahnung, was er hier als Problem hat. Wir machen da jetzt mal ein Kotlin-Skript draus, weil das ist ja der modernste Scheiß. Entschuldigung, der modernste Kram natürlich. Wir machen jetzt hier Copy-Paste von dem anderen Projekt. Gradle Plugin-Portal. Da wäre ich nie drauf gekommen. Das sind Dinge, die schaust du dir nie an in deinem Projekt. Völlig okay, hier Copy-Pasta zu machen, weil das interessiert ja auch keinen. Das, was wir hier drin haben, steht natürlich auch in so einer schönen Tommeldatei mittlerweile drin. So, wir haben hier allen möglichen Kram drin, den wir auch noch überhaupt nicht brauchen, aber wir haben ihn einfach schon mal. Ne? Besser haben als nicht haben. Okay, hier haben wir alles Mögliche geändert, jetzt versuchen wir es nochmal. Er überlegt wieder. Gradle überlegt ja gerne mal und weiß nie so richtig, was am Ende eigentlich dabei rauskommt. Aber wir schauen mal. Okay. Die Dinge sind kaputt gegangen. ProGuard-Files. Ich spicke hier immer parallel noch nebenbei. So, Integer does not comply to string. Compile SDK ist mittlerweile so geschrieben, sehe ich gerade. Na gut, wenn du meinst, bin einverstanden. Ist Minify enabled? Es ist jetzt hier alles Kotlinified. Wir haben was geändert, jetzt drücken wir nochmal drauf, schauen wir, was jetzt kaputt geht. Jar. Welche Jar muss ich hier eigentlich? Wir kommentieren das lieber mal aus. Min SDK Version, ja, danke, auch hier. Es werden weniger Fehler, sie werden nur anders. Na, wir schaffen das schon, Wir haben noch nicht mal mit dem Review angefangen. Single Ticks mag er nicht, dann machen wir halt die gewohnten Double Ticks. Too many characters in a character literal symbol. Also manche Fehlermeldungen, nervig. Solche manche Fehlermeldungen, alle Gradle Fehlermeldungen sind nervig.
Er lädt was runter. Den ersten Teil vom Skript hat er schon mal interpretieren können. Vielleicht haben wir da jetzt auch schon alle Fehler jetzt rausgebracht. Er lädt zumindest was runter. Er lädt Gradle runter. Es wird ewig dauern. Okay, Gradle hat er geschafft. Jetzt kommt der andere Rest. Das geht ziemlich schnell. Er installiert auf jeden Fall jede Menge Kram. Das ist gut. Ne? Das heißt, wir sind schon mal einen Schritt näher dahin gekommen, das Projekt irgendwie wieder lauffähig zu machen. Build successful. Bist du dir sicher? Naja, Gradle Sync funktioniert scheinbar. Wir wollen das Ding jetzt erst einmal überhaupt mal starten können. Aber den nächsten Fehler. Namespace not defined. Eine Namespace hättest du gerne. Jawohl, d.schrödel.doyourstuff. Do it! Build Tools Version habe ich hier auch noch drin stehen. Brauchen wir das überhaupt? Ich glaube, wir löschen das einfach mal. Ne? Was soll schon schief gehen? Okay, jetzt ist das Build Step angeschmissen. Android Studio Setup haben wir soweit. Bildconfig hat er nicht. Wieso eigentlich nicht? Woher kriege ich die Bildconfig? Warum hast du die nicht? Schauen wir mal rein, ob hier drin irgendwas drin liegt, was nach Bildconfig aussieht. Oh mein Gott. Da möchte ich eigentlich nicht reinschauen. Hilft alles nichts. Wir müssen Google. Android-App. Ja, das ist auch so eine Sache von Softwareentwicklung halt. Du musst wissen, wie du googeln kannst. Ach, ich weiß nicht, das ist alles ziemlicher Käse hier, oder es ist ziemlich alt. Hier schauen wir, die Frage wurde schon 2011 gestellt. Geantwortet, die beste Antwort ist von 2014. Schauen wir halt doch mal in die richtige Android-Version rein. Ja, Version Code, Version Name. Wie kann ich das denn jetzt wieder referenzieren irgendwo? Ich habe keine Ahnung, warum ich das referenzieren muss, mein Code, aber ich will es jetzt erstmal wieder zum Bauen bekommen. Nee, ich finde nichts. Schauen wir mal, ob uns die AI weiterhelfen kann. Wir versuchen der AI möglichst viel Kontext zu geben. Wir haben hier eine alte App, die wir migrieren möchten. How do I access it in modern Android versions? So, okay. Das hier ist sozusagen die Legacy-Methode, das was wir noch haben. Sollte immer noch funktionieren. Ich gehe eigentlich davon aus, dass wir erstmal alles richtig konfiguriert haben, aber vielleicht bauen wir es einfach nochmal neu. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Ob jetzt unsere Bildconfig irgendwie in magische Art und Weise auftaucht. Ist doch nicht. Warum findest du das nicht? Muss doch da sein. Also lieber AI, das hat mir nicht geholfen. Das sind die schönen Sachen, mit denen man sich so rumärgern darf. Du weißt nie genau, warum dir jetzt eigentlich etwas fehlt, aber du weißt, es fehlt dir. Liebe AI, was kannst du mir denn noch erzählen? Gradle Sync Issues, ja, schön. Invalidate Caches and Restart. Ensure you're using the correct version of the Android Gradle Plugin. Das klingt interessant, da steht da nichts mehr drin. Das würde mich eigentlich gar nicht interessieren. Hier drin, ProGuard. Das können wir ausprobieren. Nee, klappt nicht. Was schreibt ChatGPT denn noch weiter? You're building the correct build variant? Ja. Clean Build? Ja. Sollte eigentlich alles passen. Ja, wir können natürlich nochmal den Gefallen tun und Validate Caches machen. Mal schauen, ob Android Studio uns hier entgegenkommt, wenn wir es einfach mal neu starten. Das ist immer der letzte Versuch, um irgendwas zu retten in Android Studio, wenn gar nichts mehr klappt. Mit irgendeiner Gradle-Magie oder irgendwas. Wir haben jetzt die Caches gecleared in Android Studio, alle Gradle-Caches weggeschmissen und jetzt schauen wir mal, ob er gnädig ist mit uns, der liebe Herr Android Studio. Ob er uns denn jetzt unsere Bildconfig bitte benutzen lassen darf. Also wir haben noch kein Stück Source Code reviewed bisher. Wir sind immer noch dabei, uns durch Android Studio Magie durchzukämpfen. Gehört halt leider dazu, wenn man so einen alten Schinken wie dieses Projekt versucht zu migrieren. Sollte man das eigentlich tun? Nee, weiß ich nicht. Ihr habt die App ja noch nicht mal gesehen. Ihr wisst ja gar nicht, ob sich das lohnt.
Tut es wahrscheinlich nicht. Das ist eine super alte To-Do-Listen-App, die ich mir mal einfach so geschrieben habe nebenbei. Ich habe sie sogar in den Google Store hochgeladen und veröffentlicht. Natürlich hat sie sich keiner runtergeladen, weil wer braucht schon die tausendste To-Do-Listen-App von irgendeinem Unbekannten auf dem Handy. Aber ich wollte es trotzdem einfach mal ausprobieren. Ich fand das damals total spannend und interessant. Schreibt doch mal in die Kommentare, habt ihr schon mal versucht, irgendwie eine App hochzuladen und die mal zu veröffentlichen? Hat die da auch jemand runtergeladen? Das würde mich mal interessieren. Schreibt es mal in die Kommentare rein. Wisst ihr was? Wir schmeißen das Ganze jetzt einfach mal raus. Nee? What the fuck? Bitte mit einem Kommentar surrounden. Oh, danke. Uns interessiert aber viel mehr, was macht denn hier unser Bild jetzt? Läuft das jetzt auch? Wir warten auf den Emulator. Es kann sich nur noch um Stunden handeln, bis sich der Emulator bequemt, online zu kommen. Denn das tun Android-Emulatoren nun mal so. Was ist denn jetzt? Komm online. Hier ist er doch, mein Emulator. Was willst du denn? Da ist er doch. Indicator Cancellation Exception. What? Warum? Ich will doch jetzt nur mal einfach diese blöde App hier starten. Es kann doch nicht so schwer verlangt sein. Launching on Devices. Jetzt hat es einfach geklappt. Es ist so typisch. Es funktioniert nicht. Du probierst es einmal. Es funktioniert einfach. Was ist das? This app was built for an older version. Check for an update or contact the app developer. Das bin ich. Kontaktiert mich bitte, damit die App wieder läuft. Ja, hurra! Kann ich jetzt hier irgendwas tun? Wir haben es geschafft, die App zum Laufen zu bekommen. Man sieht nichts, weil, ja, es ist halt kaputt, aber macht nichts. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ne? Also, was sagt er hier? Target SDK ist alt. Was ist jetzt hier los? Android Studio funktioniert nicht mehr. Hä? Was? Kaputt? Ist kaputt? Geht mir das gerade auf den Zeiger. Das reagiert nicht mehr. Android Studio geht halt schon mal kaputt zwischendurch. Können Sie ja mal wieder neu starten. Okay. Wir haben unser Android-Manifest. So, ich habe immer noch keine Ahnung, was hier drin vor sich geht. Aber wir sorgen einfach mal zu, dass hier alles zufriedengestellt wird. Und jetzt schauen wir mal, was Android Studio uns als nächstes um die Ohren haut. Warum kann ich hier nichts klicken? Es tut nichts. Ich kann immer noch nichts bedienen. Ich kriege dieses Fenster hier auch überhaupt nicht weg. Ich kann das nicht wegklicken. Stoppen. Cold Boot. Die Lösung aller Emulator-Probleme. Machen. Cold Boot. So. Launching on Device. Die App, sie startet wieder. Ihr seht zwar noch nicht, was ich da machen kann, aber viel Spannendes gibt es auch nicht. Ich versuche mal herauszufinden, warum ich diese Touch-Events nicht da reinbekomme, damit wir uns das nächste Mal auch mal anschauen können. Bis jetzt haben wir uns nur mit Bildproblemen rumgeschlagen und das ist einfach was, das ist super nervig. Aber es gehört halt auch dazu. Wenn deine App ein Jahr lang rumliegt, ist sie eigentlich schon veraltet. 3 Jahre rumliegt, ist sie eigentlich schon unbrauchbar. Bei der App hier hat das jetzt noch einigermaßen geklappt. Wir haben sie schon mal starten können, ne? Aber das heißt ja noch nicht, dass alles funktioniert. Nächstes Mal schauen wir uns wirklich schlechten Source Code an, und zwar von mir. Schauen uns auch die Architektur von der App an. Wie würde ich es denn heute machen? Wie kann man das Ganze besser machen?